Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich frage mich auch immer nach dem Zweck dieser Tastaturen, Ja. weil also so richtig Klavier spielen kann man damit ja nicht. Ne? Nee, also es ist schwierig. Ja gut, das haben wir ja auch in einem anderen Video tatsächlich auch schon gesehen. Ja. Da haben wir differenziert im Vergleich zu einem E-Piano mit einer Hammermechanik-Tastatur. Das hier sind semi-weighted Tastaturen und ja, den Vorteil, den haben wir, glaube ich, auch schon ganz klar. Ja. Das ist irre leicht. Ja. So, jetzt haben wir 6 Keyboards und mit diesen semi-weighted Tastaturen. Anscheinend gibt es da eine riesengroße Nachfrage nach solchen Instrumenten. Und dann schauen wir einfach mal, wofür sind die eigentlich nützlich? Ja? Also wofür kann man die gebrauchen? Und ja, welche Tastatur würde eigentlich noch okay sein? Also da sind deine feinfühligen Pianistenhände gefragt. Und ich würde sagen, ja, wir haben 6 Instrumente, 3 Keyboardständer und wir machen einen Shootout. Die besten 3 bleiben stehen. Wird auf jeden Fall interessant. Okay. Bleib dran. Legen wir los. Dann können wir eigentlich direkt anfangen hier mit dem Korg Liano. Das hatten wir auch in einem anderen Video, das ihr eingeblendet seht. Und dann bin ich gespannt. Ja. Also ich höre auch, ja, ich höre natürlich, deine Hände sind auf richtige Flügeltastaturen geeicht Ja. und Stage-Pianos und das spielt sich ja sehr anders. Ja, also ich muss sagen, ich spiele selten auf solchen Tastaturen. Das bereitet mir auf jeden Fall Schwierigkeiten. Also gibt es Leute, die, glaube ich, öfter auf sowas spielen und dann damit besser klarkommen. Also bei mir hört man das dann schon, dass da irgendwie, wie sagt man, das ein bisschen holprig ist. Ja. Die Liano-Tastatur hat mir auch schon mal gespielt. Da hatte ich ja quasi in dem anderen Video auch schon dazu gesagt, Ja. dass es ein bisschen so ist, wie wenn man so mal ins Leere greift, dann ist es wieder leiser, mal lauter und so. Ne? Ich würde jetzt einfach mal vielleicht da gar nicht so viel zu sagen, sondern vielleicht mal das nächste testen. Genau, leg einfach bei dem nächsten los und okay, ich bleibe hier einfach sitzen erstmal. So, hier haben wir jetzt das Thomann SP 120. Genau, das hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Genau, ein bisschen kleiner. So im direkten Vergleich, die Tastatur ist ein Ticken präziser zu spielen. Ich habe nicht ganz so viele so Löcher, wo ich so reinfalle sozusagen. Ne? Und hat man, glaube ich, jetzt auch gemerkt, dass so die Lautstärke insgesamt so durchgehender war und man nicht so das Gefühl hatte, oh, der haut jetzt aber raus und der ist jetzt irgendwie zu leise. Also fand ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Hier hat mir jetzt ein bisschen Probleme bereitet, dass mir jetzt halt ein Teil gefehlt hat, so ein paar Tasten. Ja, okay, das ist auch die Gewöhnungssache. Also Genau. ich finde ja so 73er oder 76er Tastaturen finde ich ja gut, weil bei diesen Geräten kommt es ja auf das kompakte Maß an und die sind einfach noch leichter zu transportieren. Ja, und es reicht ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt hier in dem Mittenbereich irgendwas zu spielen hat, braucht man jetzt nicht unendlich viele Oktaven dafür. Ja, ja, okay. So, dann haben wir hier das Casio. So, Casio-Ton Casio-Ton. CTS1, auch mit 76 Tasten. Ja, hier mit so einer Art Kunststoff irgendwie. Das sieht auch schon echt schick aus. Das ist ganz cool. Das Pedal haben wir da unten festgeklebt. Ah, okay. Extra für dich. Aber das ist aber nett. Okay, das war jetzt ein harter Ritt. Ja, das hat Also man ich gehört. würde sagen, die Tastatur, der können wir vielleicht einen Ersatz finden. Also das ist jetzt schon an der Grenze des guten Geschmacks auf jeden Fall. Okay, also um sich pianistisch auszudrücken, gut, da sind die ja alle nicht wirklich toll. Also man muss ja auch immer sehen, man kann da immer noch ein iPad anschließen und hat dann eine tolle Piano-App und kann richtig tollen Sound spielen und ist damit sehr mobil. Ja? Also das ist irgendwo der Hintergrund dieser Instrumente oder ist eben für totale Anfänger. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in dieser Dreierkonstellation waren die anderen beiden jetzt auf jeden Fall deutlich besser als jetzt die Casio-Tastatur. Gut, dann hat die leider schon verloren. Dann wird der Ständer jetzt freigeräumt für das nächste Gerät. Out!
Okay, zwischendurch muss ich ja wirklich mal mich bedanken. Du machst das wirklich sehr tapfer. Also das ist für deine Spielweise ist das schon sehr schwierig, sehr anders mit diesen Tastaturen. Ich bin jetzt wieder gespannt. Alesis Konzert, was du dazu sagen wirst. Also sieht cool aus, so vom Design auf jeden Fall. Ja? Jetzt gucken wir mal, wie es klingt. Uff. Okay, das ist jetzt auch. Also ich würde sagen, das kann weg. Ich frage mich, die Tasten, die sind doch so eckig irgendwie. Ja, das ist ganz komisch. Das ist doch. Das fühlt sich Da auch hat wirklich vielleicht sehr einer komisch zu viel an. Minecraft gespielt bei der Entwicklung. Und Also irgendwie, das hat eine wahnsinnige Federwirkung. Das ist, also da fliegen ja die Arme raus. also was mich total wundert, ist also es gibt keine richtige, also keinen Mechanismus, wo ich sage, okay, der ist jetzt garantiert laut oder leise. Ja, also ich kann es quasi gar nicht nachvollziehen. Du hast keine Ahnung, Genau. wie der Ton dimensioniert Genau, ist. Ne? genau. Ja, ja. Und so hat es auch geklungen. Und der Klaviersound ist natürlich auch heftig. Also das wollte ich auch noch sagen. Also hier fällt mir tatsächlich auch auf, dass die sind ja alle vom Klaviersound auf Einsteigerniveau. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber der fällt wirklich ab. Der fällt einfach ab. Das Design ist cool und alles, aber Klang und Spielgefühl ist wirklich auch nochmal echt einen Ticken schlechter als jetzt bei den anderen beiden. Also ich würde sagen, Ex und Top. die bleiben und der Wunderbar. Kollege kann gehen. Okay, kommen wir zum nächsten. Roland Go Piano. Will I stay or will I go? Ja. Lass hören. Das ist ja ein bisschen so der Platzhirsch eigentlich gewesen oder der das überhaupt so. Von diesen mobilen Pianos, Ja, stimmt. Die haben das ja eigentlich erfunden, ne? Und das ist ja jetzt quasi auch so eine, wie sagt man da, sieht ein bisschen anders aus als das Ursprungs-Go-Piano. Das war kleiner. Ja, Genau, das ja. ist das Go Piano 88. Jetzt schauen wir mal. Also Funktioniert nicht so gut. Ne? ja, das ist auch. Guck mal, wie flach die schwarzen Tasten sind. Also das ist Der wirklich so. Tastenweg ist hier auch nochmal so Ja. winzig. Es ist so gerade mal. Ja, das ist nicht existent quasi. Also das ist ein bisschen so wie in diesen Zeichentrickfilmen, wenn was Schweres auf dich runterfällt, wenn die dann so dünn sind, die Das ist ein Figuren. schönes Bild. Ne? Und also ich verstehe den Sinn und ist auch irgendwie cool, aber auch nach wie vor muss ich sagen, also Kommt nicht mit. Ne? die anderen waren wirklich auch einen Ticken besser. Okay, Die Tasten okay. sind mir einfach zu flach und es ist wirklich sehr schwer hier drauf zu spielen, weil du halt quasi der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß ist halt. Ja. Dabei hat das sogar Ivory Touch oder sowas, ne? Es sieht auch cool Gibt's aus. doch gar nicht. Es sieht irgendwie nicht nach Spielzeug aus, aber ich sehe ja hier, wenn ich jetzt hier in der Kamera zeige, den Unterschied. Ich habe hier, guck mal, wie hoch hier die schwarzen Tasten sind bei dem SP120. Guck mal, wie flach hier die schwarzen Tasten sind. Ja? Ja. Das ist kaum in den Griff zu kriegen spielerisch. Da kannst du so ein bisschen so Chords drücken, das ist mit Sicherheit alles cool, aber in dem Moment, wo du da wirklich irgendwie irgendwas machen willst, ist es schwierig. Ich würde sagen. Also wir wissen ja, zum Klavierlernen ist so generell nicht zu empfehlen, aber auch das als Live-Instrument, wo man dann vielleicht auch andere Klangerzeuger dahinter hat, einen Rechner oder sowas, mit einem Piano VST oder einer App, weiß ich auch nicht. Und man darf auch nicht vergessen, also die Teile kosten jetzt auch nicht 100 € oder so, sondern kosten schon ein bisschen mehr. Für das Geld kann man dann schon überlegen, sich ein echtes Zweitinstrument oder Drittinstrument zuzulegen, wo ich dann auch sagen kann, okay, das kann ich auf irgendjemanden begleiten oder auf irgendeinen kleinen Gig oder in Kirchengig oder sowas mitnehmen. Ne? Und dafür wäre es mir quasi nichts mit diesen flachen schwarzen Tasten. Wo du den Preis erwähnst, also hier muss man auch, dieses Thomann SP120, das kostet unter 200 €. Boah. Da überlegt man nicht lange. Ne? Ja. Das hier ist schon auch irgendwie deutlich teurer. Ja. Das kostet, glaube ich, mehr als das Doppelte. Also die Preise haben wir dann unten nochmal eingeblendet, die aktuellen, die sind ja auch immer in Bewegung. Ja. Die könnt ihr in der Beschreibung des Videos sehen. Okay, ich würde sagen, Stay Piano oder Genau. Go Piano? Nein, Go Piano. Go Piano. Okay, alles klar. Kommen wir zum letzten Kandidaten, Numa Compact X. Das unterscheidet sich jetzt von diesen Pianos schon, das kann man auch sehen. Das geht schon in die Richtung Stage Keyboard, viel mehr Bedienelemente
Und auch eine semi-gewichtete Tastatur, die auch so ein bisschen eingefärbt ist. Sieht aus wie aus einem Raucherstudio. Ein bisschen hart, ja. Aber gut, ich würde sagen, wir probieren mal. Ja, lass hören. Ja, das perlt ja fast. Ja, fast, ja. Ja, also das ist auf jeden Fall, man merkt schon, hier ist ein richtiges Spielkonzept so dahinter. Also man kann hier schon ordentlich drauf spielen. Die Tastatur ist ganz normal, also hat ganz normale Abstände auch, wie man das so kennt. Und und du siehst hier, dass du halt schon hier echt sehr viel schon einstellen kannst und sehr viele Knöpfe und so. Ne? Also es ist schon sehr richtig professionell Keyboard-artig. Ja, sogar Drawbars gibt es Genau. hier, sehe ich. Also gibt's eine Orgel? Gibt es eine Orgel, ja. Und was cool ist, wenn es die Kamera einfangen kann, also wenn ich hier quasi was verändere, dann sehe ich das hier wirklich tatsächlich hier im Display. Ja? Also ich kann den Fader quasi hier sehen im Display, wenn ich den verändere. Das ist schon geil irgendwie. Ne? Also das ist schon. Naja, aber man sieht den ja auch da. Ja gut, aber wenn es vielleicht dunkel ist, dann sehe ich es vielleicht dann nicht mehr, was ich für einen Wert habe. Und den Wert kann ich hier dann halt quasi auch hier ablesen. Also 1, 2, 3, 4, also die Zugriegel-Einstellung. Also cooles Feature, finde ich, also für so ein schmales Teil. Also schon krass, was absolut da geliefert wird. Leslie-Effekt hattest du auch? Da auf dem Pedal Leslie-Effekt sogar, auf ne? dem Pedal. Damit kann man doch spielen. Also cool, ne? Kippschalter hier und so, ne? Alles beleuchtet. Genau, also hier gibt es sogar noch Controller für Pitch. Ja, also ist wirklich cool. Also Ja. ich würde sagen, Ja, ich mein Gewinner. Okay, da haben wir sogar schon mal Platz 1 besetzt. Und wir haben, glaube Genau. ich, 3 Gewinner. Die sind ja stehen geblieben. Genau. Also, Also aus allen diesen, die wir jetzt getestet haben, aus diesen 6 Stück, würde ich sagen, hier Numa ist der Sieger und das Thomann und das Korg, würde ich sagen, teilen sich so Platz 2. Das würde ich sagen, ist so in etwa. ja, die sind schon ordentlich. Entweder geht es in die gleiche Richtung. Wir haben ja die beiden auch schon getestet, also das sind Genau. auch Begriff. Das war jetzt neu für mich. Ich habe das halt mal dazu gestellt, weil es schon ein bisschen mehr kann. Oh Wunder, das kostet auch ein bisschen mehr. Aber es gibt davon auch noch eine vereinfachte Version. Die hat dann diese Orgel, glaube ich, nicht. Die kostet dann auch so ungefähr so viel wie das Korg. Das hier ist ja das günstigste. Und das ist eigentlich so ein No-Brainer, würde ich sagen. Also man kann sagen, preis-leistungsmäßig ist das Thomann SP120 der absolute Sieger. Für das Geld, was ich hier kriege, ist super. Das Corgliano ist cool und auch hier von der Spielqualität und allem ist für mich das Numa der Sieger. Und war ein interessanter und auch ein bisschen ein lustiger Test. Also Fakt irgendwie, die Teile haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Gerade über den Preis geht es viel, über die Kompaktheit. Wer nicht viel schleppen kann oder will, gibt auch Leute, die das vielleicht auch körperlich einfach nicht können, so ein Keyboard mit 30, 40 Kilo irgendwo hinzutragen. Ne? Also wollen will es eh keiner. Ne? Also ja, aber das fällt schon mal raus. Also Ja, so ein Stage-Piano in der Klasse, das haben wir ja auch bei den Top-Portable-Pianos gesehen. Da hatten wir das Roland FP90X. Ja, tolles Instrument, aber wenn man es anhebt, dann fällt das gleich aus der Wertung. Also ich würde das nicht schleppen wollen. Ja. Dann doch lieber etwas sehr Leichtes. Also ich finde gerade auch diese 76er-Tastatur, das ist super praktisch, weil das kriegst du auch noch so in einem Backpack-Case und bist damit in den Öffentlichen unterwegs zum Gig. Irgendwie, das ist super. Ne? Ja. Also ist auch nicht schwer.
das ist dann wirklich eine gute Lösung. Ne? Bei 88er-Tastaturen, ja, da wird es schon wieder ein bisschen sperrig. Ne? Ja, ja. Also da muss, glaube ich, jeder mal selbst gucken und sich die Kandidaten anschauen. Also sie sind prinzipiell alle irgendwie, haben ihre Daseinsberechtigung. Aber für mich ist jetzt quasi hier das Numa auf jeden Fall cool und Preis-Leistungssieger ist auf jeden Fall schon so ein bisschen das Thomann. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat der Test gefallen und wenn ja, lasst gerne einen Daumen da.